willkommen in meiner Küche. Die Spargelsaison ist bald vorbei und deswegen muss ich euch noch unbedingt mein Lieblingsspargelessen vorstellen. Weißer Spargel in gekochtem Schinken mit Eiern, Mayonnaise, Schnittlauch und Toastbrot. Der geschmackliche Genuss dieses Essens hängt von der Qualität der Zutaten ab. Der Spargel muss frisch, der Schinken von einem guten Metzger und die Mayonnaise sollte unbedingt hausgemacht sein. Dann kann man aus diesem einfachen Essen einen Hochgenuss zaubern. Um harte Eier zu kochen, setze ich einen Topf mit Wasser auf. Pro Person rechne ich 4 Stangen Spargel, die ich mit einem Sparschäler schäle. Wenn man schnell genug arbeitet, fällt die Schale von alleine herunter, dann wird noch das untere Ende abgeschnitten. Die weiße Schale kann man nicht kauen und man sollte sorgfältig darauf achten, die Schnitte überlappend zu setzen, sodass keine Schalenstreifen überbleiben. Das gibt beim Essen unangenehme Überraschungen. Um den Spargel schnell und schonend zu garen, gebe ich ihn in eine große Pfanne, die ich mit ca. 100 ml Wasser befülle. Der Spargel wird mit Meersalz gesalzen und unter einem Deckel zum Kochen gebracht. Das Eierwasser kocht. Die angepiekten Eier werden hineingegeben und bei geringer Hitze mit Deckel für 10 Minuten gegart. Zeit, die Mayonnaise zuzubereiten. In einen schmalen kleinen Behälter gebe ich ein Eigelb und verschlage es schon einmal. Dann gebe ich einige Tropfen Zitronensaft dazu und schlage weiter. Sodann gebe ich 2 bis 3 Tropfen Salatöl dazu und arbeite diese in das Eigelb ein. Es ist entscheidend, am Anfang langsam vorzugehen. Ich rede hier vom tröpfchenweisen Hinzufügen des Öls und genau das meine ich auch. Wenn man sich gerade zu Anfang nicht zurückhalten kann und zu ungeduldig vorgeht, wird die Mayonnaise höchstwahrscheinlich misslingen. Vielleicht könnt ihr ja die Öltropfen auf der Eimasse sehen. Hilfreich ist es auch, wenn Ei und Öl die gleiche Temperatur haben, also zum Beispiel beides aus dem Kühlschrank kommt. Jetzt gebe ich noch einmal ein paar Tropfen Öl hinzu und arbeite es geduldig in das Eigelb ein. Jetzt seht ihr auch, warum es wichtig ist, einen schmalen, engen Behälter zu benutzen. Bei der Verwendung von nur einem Eigelb hat man keine wirkliche Masse zwischen den Quirlen und es ist nicht ganz einfach, die Flüssigkeit zu greifen. Deswegen ist gerade zu Anfang Geduld das A und O. Aber bald wird es besser werden. Wie ihr sehen könnt, nehme ich schon ein paar mehr Tropfen Öl und die Intervalle werden auch kürzer werden. Aber jetzt gibt es eine kleine Unterbrechung, denn der Spargel kocht und ich überprüfe ihn auf seinen Gargrad. Da ich ihn nicht zu weich haben möchte, sondern eher noch leicht knackig, stelle ich die Hitzezufuhr ab, gebe den Deckel wieder darauf und überlasse ihn sich selbst. Zurück zur Mayonnaise. Die Unterbrechung ist vielleicht unangenehm, aber es tat der Mayonnaise keinen Abbruch. Es geht weiter im Text und das wäre jetzt etwas Zitronensaft zufügen, einarbeiten und dann mit dem Öl weitermachen und dabei die zuzugebende Menge sukzessive erhöhen. Um das Ganze abzukürzen, habe ich das Wiedergabetempo des Videos jetzt erhöht. Insgesamt habe ich 125 ml Öl verwendet und hier zum Schluss seht ihr, dass ich alles andere als tröpfchenweise vorgehe. Eine Mayonnaise, die mit Zitronensaft und nicht mit Essig und Senf hergestellt wird, schmeckt ganz anders. Sie hat einen viel feineren Geschmack. Zum Schluss gebe ich noch 2 gute Prisen grobes Meersalz hinzu und rühre es unter. Nach einer Weile hat das Salz die Feuchtigkeit in der Mayonnaise gezogen und die Mayonnaise sieht klumpig aus. Dann muss sie noch einmal durchgerührt werden, damit sich das Salz verteilen kann. Wirklich guten Schinken gibt es nur beim Metzger zu kaufen und er ist daran zu erkennen, dass die Muskelpartien leicht auseinanderfallen. Er schmeckt gefühlt 100-mal besser als Pressschinken und für mich ist er alternativlos.
Ich bestreiche ihn mit etwas Mayonnaise und wickel 2 Stangen Spargel darin ein. Dies wiederhole ich und lege die 2 Spargelröllchen über Kreuz, also x-förmig auf einen Teller. Rechts und links lege ich die Eier rein, die ich natürlich geschält und mittels eines Eierschneiders in Scheiben geschnitten habe. Darauf gebe ich nun 2 Esslöffel von der Mayonnaise, die ich dann noch mit fein geschnittenem Schnittlauch bestreue. Und da der Schnittlauch gerade so schön blüht, gebe ich zwischen den Spargel noch einen Klecks Mayonnaise, in dem eine Blüte vom Schnittlauch baden kann. Mit etwas Toastbrot ist es ein wunderbares Essen. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten im Kommentar und wie immer guten Appetit!